Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video möchte ich euch mal ein sehr nützliches Tool vorstellen für alle Leute, die sich jetzt auch gerade in der Dungeon-Pause befinden, beziehungsweise noch in die Dungeon-Pause gehen, beziehungsweise halt eben ihre Dungeon-Pausen-Auflösung, in Klammern DPA, noch gerade vor sich haben. Ich denke mal, das kommt für viele gelegen, jetzt auch gerade, wenn der Legendary Dungeon vor der Tür steht und viele Leute sich neu equippen wollen, ne? Jetzt auch im Moment mit dem neuen Toiletten-Update wollen ja auch viele jetzt vielleicht auch ihre Dungeon-Pause auflösen. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja, wie viele Level schaffe ich, wenn ich den und den und den Gegner besiege? Ja, und dafür bin ich jetzt gestern tatsächlich auf ein sehr nützliches Tool gestoßen. Und zwar den Dungeon-Pausen, ja, XP-Calculator, kann man so sagen quasi. Ja, zumindest steht es hier so. Auf jeden Fall ist das ein sehr nützliches Tool, was ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinke. Da könnt ihr das sehr gerne mal abchecken. Und hier gehen auf jeden Fall die Credits raus an Vars und Tim, soweit ich das hier entnehmen kann, auf jeden Fall aus der Beschreibung. Und das zeigt euch quasi ganz genau an, welche Dungeons ihr hier eingeben könnt und welches Endresultat ihr dann als Level daraus erhalten könnt. Ja, ihr könnt hier jetzt einmal so runter scrollen und dann sehen wir hier zum Beispiel einmal die komplette Lichtwelt und dann kann man hier zum Beispiel eingeben, okay, wir geben hier ein von 1 bis 10, ja, kriegen wir das auf jeden Fall hin und dann gibt ihr euch hier die summierte XP gleich aus den Dungeons heraus. Und das könnt ihr halt eben mit allen möglichen Dungeons machen, die ihr jetzt noch gerade offen habt. Und dann rechnet der euch automatisch die XP raus. Das haben wir hier einmal mit dem Reiter in der Lichtwelt. Hier unten sehen wir das dann in Summe, was an XP zusammenkommt. Dann haben wir das Ganze einmal für die Schattenwelt auch. Ja, hier können wir das genauso eintragen, sagen wir mal von 1 bis 7, ja, schaffen wir hier und dann gibt uns das diese XP und das ist einmal für die Licht- und Schattenwelt und dann gibt es einmal noch die Spezial-Dungeons, also dazu gehört quasi der Wirbelwind. Hier können wir zum Beispiel eintragen von Etage 1 bis, weiß ich nicht, bis wohin kommen wir, bis, sagen wir mal, 500, ja. Und dann rechnet ihr euch hier gleich die XP aus und was ihr dann hier unten auch gleich sehen werdet, ist dann das totale Level. Also wenn ihr jetzt hier fertig seid mit euren Eingaben, ja, dann könnt ihr hier rechts unten das totale Level dann gleich heraus entnehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir legen jetzt noch die kompletten Idole der Dauerschleife, dann sehen wir hier, wie das Level hier unten gleich hochspringt, weil wir hier natürlich mehr XP dadurch bekommen haben. Und so könnt ihr dann zum Beispiel kalkulieren, okay, lohnt es sich, sagen wir mal als Beispiel, ich bin jetzt 460 und bin noch gerade in der DP. Lohnt es sich jetzt beim nächsten Legendary Dungeon meine Dungeons zu nehmen? Welches Level würde ich erreichen? Komme ich auf circa roundabout 500 ungefähr, dass ich dann das Ganze jetzt hier schon so auflösen kann? Ja, dazu könnt ihr sehr gerne einmal auch meine Tipps und Tricks Playlist mal abchecken. Kann ich euch auch sehr gerne mal unten verlinken. Dort haben wir detailliert alles zur Dungeon-Pause auch genannt, was halt eben dabei wichtig ist. Und dieses Tool hier möchte ich jetzt quasi der Tipps und Tricks Playlist auch so ein bisschen hinzufügen, damit man hier das denn sich halt eben auch so zunutze machen kann. Ja, und wie man das natürlich hier auch sehen kann, ist zum Beispiel, also beziehungsweise, okay, woher weiß ich jetzt ganz genau, was kann ich noch legen und was nicht. Dazu benutzt man dieses Tool hier in Kombination mit SF-Tools natürlich. Und bei SF-Tools könnt ihr euch dann eben aussuchen, okay, sagen wir mal so, wir haben jetzt hier bei den Retro-Legenden, da kommen wir von 1 bis, sagen wir mal, ja, maximal 3, weil ab der 4, da habe ich nur noch, sagen wir mal, 1% Dungeon-Chance-Wahrscheinlichkeit und dann kann man sich natürlich dann zurechtlegen, okay, sind für mich persönlich 1% noch viel, möchte ich 1% Gegner legen oder ist das schon, sagen wir mal, ja, über meinem Durchschnitt, was ich mir leisten möchte. Manche sagen ja, okay, ich lege die Dungeons, wenn die, keine Ahnung,
10% haben, 5% haben, 3% haben. Das liegt halt in eigenem Ermessen, wie hart ihr halt reingehen wollt in die Dungeons. Und deswegen nutzt man zum Beispiel Shakes und Fidget Tools, SF-Tools, um halt eben sich dort die Chancen auszurechnen. Und wenn wir sagen, okay, der 5. ist nicht mehr in meinen Ermessen, den möchte ich nicht mehr legen, der ist mir zu schwierig, dann geht ihr halt eben hin und sagt hier, okay, ihr nehmt hier den 4. Bis dahin habt ihr Potenzial, die Gegner zu legen, und so könnt ihr euch das für jede Ebene hier halt wirklich individuell einstellen, was ihr halt hier eben ja, so nutzen möchtet, beziehungsweise welche Gegner ihr hier halt eben besiegen möchtet, um halt eben dementsprechendes Level auch zu erreichen. Da kann man sehr gerne mal so ein bisschen mit rumspielen. Ansonsten kann man hier oben einmal auch resetten. Dann haben wir einmal wieder die Anfangs-Dungeons hier drin, und so wie ich das gelesen hatte, ist hier der XP-Calculator auf quasi einen Battle Mage mit einer normalen Mine ohne Heavy Shrooming, also ohne Hardcore-Pilzen drinne. Also kann man sogar noch ein paar Level on top raufrechnen, wenn man zum Beispiel ein harter Shroomer ist oder eine starke PvE-Klasse hat. Der Battle Mage ist ja dafür bekannt, dass er nicht gerade die stärkste PvE-Klasse ist. Ne? Deswegen kann man da eventuell dann sogar noch ein paar Level drauf rechnen, wenn ihr das Ganze hier einmal resettet. Dann wird das auf jeden Fall hier so gezählt. Ja, ansonsten wird das Ding vielleicht auch noch so ein bisschen erweitert. Mit dem neuen Toiletten-Update ist natürlich auch vieles dazugekommen, beziehungsweise hat vieles verändert, auch in der Meta. Die Leute lösen eventuell sogar schon ein bisschen früher auf als damals. Und ja, das ist natürlich auch so ein bisschen dem neuen Equip geschuldet, aber auch natürlich dadurch, dass die Spieler gesagt haben, so wie man das bisher so gemacht hat mit der DP-Auflösung, ist ein bisschen zu spät, weil da verliert man zu viele Basispunkte. Man hat früher gesagt, okay, man macht so mit 480 oder so, löst man die DP auf, sodass man dann quasi 20 Level springt, um auf 500 zu kommen. Ja, jetzt höre ich halt auch viel, die auflösen schon mit 460 oder so. Und dann, ja, teilweise sieht man ja auch, was man an Level erreichen kann, jetzt auch mit dem neuen Equipment. Also es hat sich auch ein bisschen verschoben, muss ich mich aber auch noch selbst ein bisschen mit einlesen und schlau machen, was genau für Auswirkungen das jetzt hat mit dem Toiletten-Update auf die neue Dungeon-Pausen-Auflösung. Ja, wie jetzt genau die neue Meta ist, um halt eben, ja, jetzt halt eben eine gute, effiziente Dungeon-Pausen-Auflösung so bereitzustellen. Aber jetzt wollte ich in diesem Video erstmal ausschließlich euch dieses Tool hier zeigen. Ja, und hier könnt ihr halt eben so ganz nach Lust und Laune halt eben einstellen. Mit Kombination mit SF-Tools würde ich das halt wie gesagt machen. Rechnet ihr euch aus, okay, bei SF-Tools, da haben wir die Chancen so und so. Die sind bei, sagen wir mal hier, wenn wir alle 10 Gegner hier legen, der letzte ist bei 5%. Das ist easy machbar, easy pilzbar. Und dann kann man natürlich das hier dann so einstellen. Und so braucht ihr euch das dann hier nicht selbst irgendwie zusammenrechnen, was ihr an XP bekommt, sondern wird euch gleich das Ganze hier ausgespuckt. Ja, deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall an die Ersteller hier, die das Tool hier rausgebracht haben. Das ist auf jeden Fall eine coole Hilfe. Und falls ich nochmal einen Hardcore-Server spielen werde, beziehungsweise ja, einen Tryhard-Server-Start irgendwann mal machen werde, dann werde ich das definitiv auch nutzen. Ja, und gucken, wie meine Chancen stehen in den Dungeons, was könnte ich mir vorstellen, was leiste ich mir von den Prozentchancen her, und gebe das dann halt eben so in diese Liste ein und sehe dann halt, okay, diese und diese Level kann ich erreichen, und dann würde ich halt in Kombination mit dem nächsten Legendary Dungeon dann halt eben meine Dungeon-Pause auflösen. Genau, ich hoffe, dass euch dieses kleine Tool ein bisschen weiterhelfen kann. Ich bin da gestern durch Zufall tatsächlich darauf aufmerksam geworden und hatte gesehen gehabt, ja, das ist ja eigentlich wirklich ziemlich hilfreich, und ich denke mal, dass das vielen Leuten hilft, weil ich jetzt auch in letzter Zeit gehört hatte, dass halt viele Leute immer wieder so nachfragen mit Dungeon Pause und Auflösung und wie macht man es am besten, und ja, ich denke mal, dieses Tool
wird den einen oder anderen da draußen auf jeden Fall ein wenig helfen. Ansonsten soll es erstmal soweit für das Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr unten die Links in der Beschreibung und da könnt ihr dann zu diesem Calculator kommen und da wünsche ich euch natürlich maximale Erfolge mit. Bis dahin alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.